Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr dabei seid und mich hier rund um meine Themen der Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal gibt es eine weitere Folge von dem Gemeinschaftsprojekt zwischen Sibi und mir. Zwei Rheinländer stellen vor. Und wie schon beim letzten Mal hat es uns auch dieses Mal wieder ins benachbarte Ausland gezogen. Wir bewegen uns zwischen Frankreich, Belgien und Deutschland. Genauer gesagt zieht es uns diesmal nach Luxemburg. Dort haben wir den Steve von S-Scale kennenlernen dürfen und an der Stelle brauche ich nur noch sagen, Leute, habt viel Spaß dabei, wieder eine Top-Persönlichkeit. Einen kleinen Hinweis möchte ich noch geben, am Anfang ist die Bildqualität ein bisschen ruckelig, seht es einfach nach, Bandbreite hat nicht so mitgespielt, aber der Ton ist gut und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, herzlich willkommen lieber Steve, schön, dass du bei uns bist. Hi ihr beiden. Hallo Steve, grüß dich. Hallo, alles gut? Unverhofft kommt oft, wie man hier so schön sagt. Und ich freue mich ganz besonders, dich begrüßen zu bekommen, weil du bist ja schon lange auf YouTube, aber eigentlich doch eine Rarität. Ne? Ja, bin ich schon so lange auf YouTube. Ich weiß, 4 Jahre, 5 Jahre. Ja, genau. Am 21.04. Guck mal hier, da hat sich jemand vorbereitet. Hast du aufgeschrieben? Ich sehe es nicht. Lies mal vor. Am 21. April 2018 hast du deine ersten beiden Videos rausgebracht. Ja, aber Louis, seit dem 28.07.2013 ist er angemeldet bei YouTube. Das stimmt. Ja, das waren Videos zu schauen von euch. Ja, ich wollte gerade sagen, da hat er wahrscheinlich erst Spionage betrieben oder so. Ja, genau. Ich habe ein bisschen spioniert. Ja. Ich habe mir ein bisschen was abgeschaut bei euch. Ja. Wolltest mal gucken, wie es nicht gemacht wird, ne? Ja, Steve, du bist Papa, du hast 2 Söhne, Alter von 9 bis 12 hast du mir erzählt. Und was ich finde, du hast einen sehr, sehr anspruchsvollen Beruf, wenn ich das so sagen darf. Ich persönlich finde das sehr, sehr klasse, weil du halt übernimmst halt viel soziale Verantwortung. Du bist Sozialpädagoge in einer weiterführenden Schule. Oh. Ja. Und ich glaube, allein schon dafür Chapeau. Weil das ist schon anspruchsvoll, denn ich glaube, das sind halt die Kinder, die jetzt auch gerade, wie soll man sagen, hormonell im Umbau sind. Ja, mittendrin. Hormonell im Umbau? Mittendrin. Was ist das denn hier? Habe ich vorhin nachgeschlagen. Ja, wir wissen ja, wie es bei uns war, ja. Wir waren auch mal in dieser Phase und es war nicht immer einfach, ne? Nee, das stimmt. Das stimmt. Wenn die ersten Haare am Sack sprießen, dann würde es ja. Wo wir dann schon beim ersten Thema wären. Ja, das hört sich ja schon mal nicht schlecht an, aber das ist natürlich eine heiße Nummer. Dann ist natürlich Modellbahn für dich ja wahrscheinlich auch so ein Hobby, wo du zur Ruhe kommst, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Beruf ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ich arbeite in einem Gymnasium im Norden vom Land und was haben wir da? 1200 Schüler. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Verhältnis zu deutschen Gymnasien ist, wie groß oder klein die jetzt sind. Ja. Aber 250 Lehrer, 1200, das pendelt immer so, ja, von Jahr zu Jahr. Manchmal sind das 1400, manchmal 1500. Ja, viele jugendliche Schüler mit sehr vielen Problemen. Ja, und wir haben, bei uns in Luxemburg ist das so, dass jedes Gymnasium eigentlich so eine Mannschaft von Sozialpädagogen, Sozialarbeitern, Psychologen hat, um dann diese Probleme bei den Jugendlichen aufzufangen, und dann gegebenenfalls zusammen mit den Eltern nach diesen Problemen, diese Probleme versuchen zu lösen. Ja. Aber du bist jetzt kein Lehrer, ne? Nee, ich bin kein Lehrer. Ah, okay. Nee. Verschiedene Vorteile habe ich trotzdem vom Lehrer, Ferien und so, aber jein. Also wir haben eine 45-Stunden-Woche, was manchmal hart ist, aber deswegen haben wir Schulferien. Ja. Und dann findest du noch Zeit für den Modellbahn trotzdem noch? Oder? Sorry, ich bin gerade hier gegen einen Knopf gekommen. Kannst du die Frage wiederholen? Sorry. Louis. Und dann findest du die Zeit trotzdem noch für die Modellbahn bei 45 Stunden die Woche, weil das ist schon ziemlich anspruchsvoll für mich.
Ja, ihr wisst das ja, ja, ihr seht das ja, ja. Was kommt von mir so auf YouTube? Ja, es soll keine Ausrede sein. Also, wie gesagt, da ist der Job. Meine beiden Jungs, die werden jetzt ein bisschen, ich habe das auch in einem letzten Video gesagt, die werden jetzt ein bisschen größer, ein bisschen selbstständiger. Natürlich, am Wochenende geht's, der eine spielt Tischtennis, der andere geht zum Basketball, dann teilen wir uns dann auf. Morgens machen wir Hausaufgaben. Ja, und dann ein Stündchen hier, ein Stündchen da, was dann noch übrig bleibt, bleibt dann für die MOBA, ja. Aber ich schaue trotzdem so pro Woche 2 Stunden was zu machen. Wie bist du denn überhaupt zur Modellbahn gekommen? Was war das? Wie hat das angefangen? Mein Vater arbeitet bei der TRL. Er ist jetzt in Rente. Er war Bezirksleiter für die Gleisinstandhaltung. Für die Eisenbahnstrecke, die von Luxemburg nach Kleinbettingen ging. Das ist im Westen des Landes, Richtung belgische Grenze. Und er hatte da eine Mannschaft von 30 Leuten. Und am Wochenende hatte er oft Bereitschaftsdienst, nennt man das so. Das heißt, er war auf Abruf verfügbar. Und dann hat er mich mitgenommen. Und das war mega cool, fand ich. Also nicht jeder hatte das Glück, das machen zu können. Das heißt, er hatte Bereitschaftsdienst. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Tagen wie heute, wo es sehr, sehr warm ist, 30, 35 Grad, dann hat er mich mitgenommen und er musste dann die Hitzetournee machen, nennt man das auf Luxemburgisch. Also wir sind mit dem Zug mitgefahren und er hat dann geschaut, wie verhalten sich die Schienen. Gibt es irgendwie Stellen, wo der Zug durch die Hitze ruckelt oder hin und her wackelt? Wie verhält sich die Oberleitung bei dieser Hitze? Und wir konnten vorne im Führerstand mitfahren. Und wenn man 5, 6, 7, 8 Jahre ist, dann ist man... Aber merkst du was, Louis? Jeder, den wir bisher hatten, ist, ich glaube, fast jeder, war der Papa, ne? Ja, aber mein Papa hatte nichts mit MOBA am Hut. Nichts. Nee. Aber viele, die dabei waren, die haben immer gesagt, also damals, mein Papa hatte eine H0 oder eine M. Und das fing dann an. Ne? Also bisher. Oder aber auch irgendwie Bezug auf beruflichen Bezug. Ne? Ja, genau. Das ist total witzig. Nee, das war, und dann war ich weg, ja. Und dann wollte ich das im Kleinen nachspielen, natürlich. Ich konnte sogar einmal in Kleinbettingen, das war so der Abschlussbahnhof zur luxemburgisch-belgischen Grenze, bis dahin ging sein Bezirk. Und da war eine abzweigende Strecke, die war damals stillgelegt, aber es fuhren noch einige Züge sporadisch. Und er sagte eines Wochenendes zu mir, komm mit, da steht ein Gleismesszug, der fährt die Strecke jetzt ab. Und danach sagte der Lokführer zu mir, so, jetzt fährst du. Und heute, 30 Jahre danach, unvorstellbar. Ja, das stimmt. Aber das, wie gesagt, das hat meine MOBA-Verrücktheit geprägt. Ja, das war der Beginn. Und danach wollte ich MOBA haben. Ich hatte eine Platte. Da müsste ich 8 gewesen sein in meinem Zimmer. Kennt ihr noch die Fleischmann-Kataloge, die alten? Ja. Wo ihr diese Sets vom Profigleis hattet, A, B, ja, konntet immer ein Set dazu kaufen. Genau. Und danach hatte ich alle Sets und ich habe mir genau diesen Gleispan gebaut mit der Drehscheibe. Und ja, die stand dann in meinem Zimmer für 4 Jahre. Ja. Wahnsinn. 4 Jahre. Danach kam Basketball, sehr viel Basketball, 20 Jahre lang. Wenn ich jetzt zurückschaue, viel zu lang. Also, aber jetzt, wenn ich morgens aufstehe, das hat nichts mehr mit MOBA zu tun, ja, aber wenn ich morgens aufstehe, das fühlt sich alles nicht mehr... ein bisschen größer wie du, Louis. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt die Frage eigentlich, Basketball, dann wirst du direkt hellhörig. Wie groß bist du? 1,92. Okay. Ja, ein bisschen wenn du mir gegenüber größer wie du. dann stehe ich so da. Ja, und dann war Pause, das heißt, ich habe hier in Luxemburg in der ersten Liga gespielt, bis 18 Nationalmannschaft, aber in Luxemburg heißt das nichts. Also, naja gut, aber trotzdem, also, ja.
Und dann war mit MOBA Pause, aber ich habe trotzdem, also mit MOBA Spielen war Pause. Ich habe mir trotzdem immer, damals habe ich noch H0 gesammelt, CRL, luxemburgisches Material. Und das habe ich mir dann immer vom Taschengeld oder Ostern, Weihnachten habe ich mir dann immer eine Lok gekauft oder ja, und die standen dann in einem Kasten, in einer Kiste, ja, zu verstauben, bis dann der Max kam. Und dann sagte ich irgendwann, jetzt ist Schluss mit Basketball. Dann habe ich 2-3 Jahre kein Basketball gemacht, keine MOBA. Und dann habe ich angefangen mit den Decals. Das habe ich auch schon irgendwie mal gesagt in einem Video. Ja. Und ich wollte da ein kleines Diorama bauen in H0 mit Modellbussen. Aber so für den Luxemburger Markt, das sind ja die bekannten Marken, die aus Deutschland kamen, AWM, Rieze etc., Herpa. Und ja, für Luxemburger Markt war da nicht so viel. Das heißt, ich wollte mir die Busse irgendwie selber machen. Ja? Und dann habe ich mich da hereingearbeitet mit den Decals, mit dem Zeichnen, mit den Grafikarbeiten etc. Wahnsinn. Und dann habe ich einmal auf Facebook ein solches Modell gepostet und dann ging es wieder los. Ja, dann wurde ich von einem angeschrieben, ja, da ist ein Verein im Süden vom Land, willst du nicht beitreten? Wir machen MOBA, wir suchen motivierte Leute. Dann bin ich natürlich beigetreten. Und ja, dann ging es los. Dann war ich wieder im MOBA-Sumpf. Ja, und das war 2013, 2014. Ja. Wann kam die Umstellung von der Spur? Weil du hast die ganze Zeit von H0 gesprochen, aber du fährst ja N, ne? Ich fahre jetzt N, ja. Also ich war immer TGV begeistert. Immer. ICE, alles, was schnell fährt. Also nur auf der Schiene. Ja. Und was mich bei H0 gestört hat, erstens war der Preis. Wenn ich mir so eine Märklin-Gattung angeschaut habe, dann 1.000 € für einen kompletten Zug. Ja. Das erstmal, und ich fand es nicht schön, wenn sie um die Kurven gingen. Ja, die Radien waren enger, weil man eben weniger Platz zur Verfügung hat. Ja, man muss größer bauen, ja. Und habe ich mir gedacht, ich verkaufe alles, was ich jetzt hatte in H0 und habe mir dann davon N-Material gekauft. Und richtig konkret wurde es eigentlich, als meine Schwiegereltern von Luxemburg nach Südfrankreich gezogen sind. Das war so das war auch 2014, meine ich. Und der TGV, der fährt so 30 Minuten von ihnen weg. Ja, und ich habe ja auch schon mal so 1, 2 Spottings gemacht. Ja, das ist einfach geil. Ja, und ich wollte das so gut wie geht nachbauen. Im Modell in Spur N. Und ich habe mich auch an ihrer Gegend ein bisschen inspiriert, weil ich finde Frankreich einfach ein geiles Land. Also, ja. Definitiv, ja. Definitiv. Auch mit deinem Anlagenthema, da stellst du allein schon von dem Thema, stellst du zumindest jetzt hier in den, ich sag mal, uns bekannten Regionen, bist ja auch ein absoluter Exot, weil keiner baut so eine schöne Landschaft. Also Schwarzwald haben wir groß, ne? Wir haben was im Norden, haben wir was Großes, das weiß ich wohl. Aber da sind ja so viele landschaftliche Facetten drin, die gibt es allein ja auch in Deutschland schon gar nicht. Ne? So von daher ist es total interessant. Und unbedingt arbeitest du auch wieder mit ganz, ganz anderen Materialien teilweise. Da war ja irgendwas mit Sand, hattest du mal dazwischen. Ne? Ja, also ich nehme quasi für alles Quarzsand. Also ich habe einen Vorrat an Quarzsand, wenn ihr mal was braucht. Es ist immer was da. Sehr geil, er hat hinten im Garten hatte ja so einen Berg stehen. Mit der Schaufel. Ja, mit der Schaufel bringe ich das hier rein. Und nein, ich finde das einfach ich nehme zum Beispiel, wenn ich meine Erde mache, also die Bodenoberfläche, ich nehme Holzleim, ich streiche das ein, ich mache Quarzsand drauf und dann sieht das cool aus. Nimmst du den vorher noch ein oder nimmst du den einfach nur Punkt? Wie mache ich das? Nein, ich färbe die nicht ein. Okay. Nein. Nein, ich mache den Untergrund mache ich mit einem das sind die Acrylfarben von Amsterdam, kennt ihr vielleicht. Das ist so ein warm Grau, es schimmert so ein bisschen beige, hellbraun. Okay. Ja, und dann streiche ich das an und Quarzsand kommt drauf, wenn das getrocknet ist, sieht das mega aus.
Also in meinen Augen, Ja, natürlich. Mir gefällt es nicht so, wenn ich zum Beispiel Bodenoberflächen sehe, die so ganz dunkelbraun sind, weil hier würde das vielleicht passen, aber in Südfrankreich, wo alles trocknet und durch ist, das denke ich mir. Also ich Ja. werde mir mal probeweise habe ich mir mal überlegt, ich habe jetzt so 2, 3 gefunden oder gesehen, die arbeiten mit wirklicher Erde. Zum Beispiel, ich glaube, der BIM, der macht das auch, der BIM macht da auch irgendwo mit Erde rum und der sieht das auch oder auch mit Kaffeemehl und das sieht schon toll aus. Also, weil, ja, wir malen braun, ja, wir machen Kleister drauf, wir machen Büsche drauf und dann sind wir fertig, dann siehst du da braun in dem Meer. genau, Ich finde schon, wenn du so Flecken hast, ne, dann sollte schon noch was Erde durchkommen, weißt du, und nicht einfach nur eine braune Platte. Ne? Ja, und die Wiesen in Frankreich sind nicht so saftig wie hier bei uns, weißt du, und das ist richtig. Da hast du mal 10 Quadratmeter, da wächst überhaupt nicht, da siehst du nur Erde mit Steinen und ja. Aber wie groß ist deine Anlage? Das habe ich noch nicht so wirklich rausgekriegt, oder, Louis? Ich habe es, wie Louis und ich telefoniert haben, habe ich mir das aufgeschrieben. Ich meine 22 Quadratmeter. Also der Raum ist 9 Meter auf 4 und die Anlage, die geht so wie, ist ein C quasi. 9 Meter auf 4 Meter? Ja. Das hast schon richtig gehört, da war keine Tonstörung. Das ist ja zweimal mein Raum hier. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß dein Raum ist. Hast du? Der ist 3,50 Meter mal 4,30 Meter, glaube ich. Also, Alter, das ist ja geil. Das ist mega. Ja, da kann man natürlich schön, da kann man TGV fahren lassen. Da hast du recht. Geil. Ja, es war, also der Raum, der hing, also das stand so in der Luft, was mit dem Raum wird. Wir haben eine alte Schmiede, also unser Haus war früher eine alte Schmiede, das heißt, wir haben sehr große Zimmer. Die Kinder haben ein Zimmer von 22, 23 Quadratmeter und meine Frau wollte immer ein Spielzimmer haben für die Kinder. Und mein Argument war immer, wir brauchen ein Büro, wir müssen sehr viel von zu Hause aus arbeiten. Sie arbeitet auch in der Grundschule, das heißt, wir brauchen ein Büro und brauchen die Kinder wirklich ein Zimmer, noch ein Zimmer, was nicht aufgeräumt ist, ja, und ja. Der Vater durch. Ja, das waren so ein bisschen Verhandlungen und danach sind wir dann zur Einigung gekommen, dass das dann MOBA mit Büro wird. Und ja, ich war natürlich sehr froh, dass meine Frau mir dieses Thema zur Verfügung stellt. Glaube ich, alle sein, oder? Dass unsere Frauen uns da so schon unterstützen im Hintergrund stehen. Ne? Ja, manchmal müssen sie schon Geduld haben mit uns. Ja, genau. Manchmal gibt es halt Bedingungen, ne, wie auszusehen haben. Ne? Ich glaube, die Bedingungen sind überall die gleichen. Sehr schön, sehr schön. Aber 9 mal 4 Meter, da kannst du schon mal Kompromisse eingehen. Ne? Wenn du sagst, okay, ich mache eine Ecke, 4 Meter, 9 Meter, kannst du auf der anderen Seite, hast du nochmal 9 Meter für Schreibtische, Büro, weiß der Kuckuck was alles. Das ist ja genau, also die Anlage ist jetzt in einem C angeordnet und ich sitze ja quasi an dem offenen Ende. Also wo man eigentlich jetzt das O zumachen würde, ist eben das Büro. Ja. Sehr, sehr geil. Sitzt deine Frau denn ab und zu mal mit davor? Eher selten. Aber ich muss schon sagen, sie unterstützt mich. Ja, wie ihr gesagt habt, ja, manchmal meine ich halt, dass es ihr auf die Nerven geht. Ja, manchmal dann bastel ich mir was und dann sage ich zu ihr, ja, komm mal schauen, wie findest du das? Und dann ist man so froh, ihr wisst es ja, man ist dann froh, man ist stolz, dass man das hinbekommt und dann schaut sie so. Und dann, ja, die denkt, du hast die nicht mehr alle. Wieso? Aber, nee, also ich muss schon sagen. Es ist überall das Gleiche. Es ist überall das Gleiche, ja. Auch meine MOBA-Kollegin hier, es ist überall das Gleiche. Wobei ich jetzt sagen muss, meine Frau, die ist totaler Weihnachtsfanatiker. Ja? Also wenn ihr mal so während der Weihnachtszeit Google Maps im Westen von Luxemburg, da leuchtet das sehr hell im Dezember. Und sehr geil. Ja, sie wollte eigentlich vor dem Bahnhofsvorplatz, wollte sie so einen Weihnachtsmarkt haben. Und ja,
ich fand die Idee gut. Vielleicht so eine Platte, die man auswechseln kann, so jahreszeitabhängig. Ja. Und vielleicht macht sie dann mit. Also sie hat gesagt, ich habe ihr da bei DMToys noch so einige Weihnachtsbäume gezeigt, die leuchten mit LEDs. Da war sie begeistert. Mal schauen. Und welche Größe würdet ihr dann nehmen? Gartenbahn? Also, oder eher H0? Wie meinst du jetzt? Ja, für die Bahn, die draußen stehen soll. Macht dann Nee, die steht nicht draußen. Ich meine auf meiner Mobile, ne? Ah, okay. Ich habe das jetzt so verstanden, dass du deiner Frau schön, dass sie draußen dekorieren kann und du dann deine Gartenbahn... Draußen dekoriert sie, ja, aber nicht mit Mobile. Ah, okay. Nee. Das Thema Gartenbahn war schon mal ein Diskussionspunkt, aber das... Ne. Nee? Okay. Und wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Weil N-Scale hätte ich jetzt erwartet, aber S-Scale? Ja, S ist für Steve. Scale ist ja auf Englisch übersetzt kleiner Maßstab. Also etwas ins Kleine übertragen. Ja, okay. Ja. Wobei das ja mit 1,92 Meter Körpergröße ja schon wieder irreführend ist. Ne? Aber das kommt auf YouTube kommt das nicht so rüber, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du irgendwann mal da stehst, dann sieht man deine Knie in der Kamera. Ja, ich muss schon sagen, ich bin ja jetzt 38. Ich hatte auch schon eine Rücken-OP vor 7 Jahren. Also meine Moba ist so ungefähr 70 hoch. Ja. Okay. Aber manchmal tut das schon weh, wenn man da runterkommt. Ja. 38, Louis. Der ist schon 38. Ich gehe da hier kommen Spitzen an. Ich bin schon 38. Schon 38, ja. Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ne? Also, ja. 38. Genau. Ja. Manchmal fühlt man sich ein wenig älter. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man in deinem Fall 70 hochbaut und dann hinten brasselt. Wenn ich dann jetzt hinten deine Brücke da hinten sehe, ich glaube, das hat ganz, ganz viele Rückenschmerzen gebracht. Ja, definitiv. Und ich habe jetzt an dem Teil, wo die Neubaustrecke, also von mir aus jetzt gesehen, die linke Seite, da habe ich jetzt auch angefangen mit der Landschaftsgestaltung, da kommt auch noch ein Video. Ja, und ich musste da über die Brücke kommen, also eigentlich über die Brücke greifen, damit ich da die Landschaft machen kann. Ich war 2 Tage out, also wirklich 2 Tage out. Wirklich, also. Ja, ich finde es auch schön, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Videos von dir kommen. Ich gucke die unheimlich gerne, weil du baust halt einfach deinen eigenen Stil und du baust sehr schön, finde ich. Und von daher, ja, danke. Ja, das ist jetzt nicht nur Geschleime, ich finde das dann einfach so, ist meine Meinung. Und ja, was man kann da so abschalten und sagen, Mensch, geil. Ja, das ist immer, da kann man echt sagen, geil. Danke dafür. Danke. Ja, das ist auch mein Ziel, dass es so rüberkommt, also wie er vorher gesagt hat, wenn man nach dem Job irgendwie, um runterzukommen, ich nehme mir dann einen Gin Tonic mit hoch und auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber ja, die tut dann gut, ne? Ja, definitiv. Die tut dann gut. Und ich lasse mir auch bei allem Zeit. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, in 5 Jahren muss die ganze MOBA stehen. Ich setze mich nicht unter Druck. Wie gesagt, ich bin dann trotzdem halt erst 38 und kann hoffentlich noch lange bauen. Und ich denke, wenn man langsam baut, man nimmt sich die Zeit, man überdenkt vielleicht 1, 2 Ideen, 2, 3 Mal, einmal mehr. Es ist nur zum Vorteil, ja. Ich habe letzte Woche hier gesessen, hat der Louis mit dem ICE digitalisiert hier. Und dann habe ich den fahren lassen, noch nicht eingemessen und musste ich so ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie der hier so seine Bahn zog, geil. Einfach nur geil. Und wenn dann noch so 2, 3 andere Züge fahren, also sorry, dass ich dazu sage, da könnte ich meinen Schrubben, ehrlich. Also das ist unfassbar. Und wenn dann irgendwann noch Landschaft dabei ist, wie bei dir jetzt schon, Steve, Louis ist jetzt noch mal eine Ecke weiter weg, aber dann naja, es gibt schon schönere Sachen, lass mir jetzt mal ehrlich sein, aber das hat schon was, ne? Das hat schon was, oder? Louis, wie siehst du das? Also, absolut. Ja. Ich finde auch schön, dass du doch wieder jetzt so ein bisschen zurück auf Sendung kommst, weil er bringt ja auch immer neue Themen mit. Ne? Was er das letzte Mal gebracht hat, ich kannte es nicht. Also diesen Color Creator. Ne? Ja, das hat mich sehr überrascht.
viele eigentlich nichts von dem Faller Creator wussten, weil Faller, ja, trotzdem meine ich, die bekannteste Marke, also jetzt mal hier in Luxemburg, die bekannteste Marke für Gebäude in H0 und N. Ja, das hat mich schon überrascht, aber also wie gesagt, ich finde, es ist so ein geiles Tool. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass die Qualität jetzt nicht so gut sei. Ja, da kann man drüber diskutieren, aber man kann auch alles anschleifen, sanden. Ja. Wenn ich das aber richtig verstehe jetzt, du kreierst dir ein Haus und du schickst denen das und die drucken das aus und schicken dir das zurück. Genau. Du kannst auch hingehen und dir, wenn du sagst, ich habe meinen eigenen Drucker, wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja tausende Softwares und ich habe mich einmal mit ein, zwei da beschäftigt, das ist der Wahnsinn und ziemlich kompliziert und dann die Zeit, dich da einzuarbeiten, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich hatte irgendwie ein Video auf YouTube geschaut und dann im Abspann, also an dieses Video kamen dann die Neuheitenvorstellungen von Faller und die hatten dann irgendwie vorgestellt, dass sie beim Creator jetzt neue Funktionen eingebaut haben, es wäre jetzt noch viel einfacher und hier und da. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere das und also ich finde es mega. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Drucker hat, einen 3D-Drucker zu Hause, kann man auch hingehen, sich das im Creator zeichnen und man kann sich dann für ein paar Euro die Datei runterladen und das dann von zu Hause aus drucken. Das geht auch. Auch nicht schlecht. Also wem die Qualität jetzt nicht langt oder nicht gut genug ist, der kann zu Hause selber drucken. Ja, okay. Ja, vor allen Dingen, man kann ja, sagen wir mal, du machst ein paar Fotos von deinem Haus, ja, von vorne zumindest. Ja, und machst du dann, wie zum Beispiel ich, so eine rötliche Front und bla bla bla. Dann hättest du dein Häuschen da auf der Genau. Ne? Genau. Und wir wissen alle, wie lange. Sorry, sag. Ja, es gibt ja auch Jungs, die machen hier diese kleinen Figürchen. Da schickst du ein Foto ein, ja, aber zwar nur nach Null, aber die machen schon Figürchen nach. Da stehst du dann selber nachher auf der MOBA, alles Jeans an, T-Shirt an. Verrückte Welt, ne? Ja. Nein, das ist cool. Und ich finde es auch cool, wenn man, weißt du, wenn man nicht abhängig ist von irgendwas. Also, wenn ich jetzt was haben will, Faller bringt es nicht, wie sie alle heißen, sie bringen es nicht, ja, dann stelle ich mir es eben selbst her. Ja, also, natürlich. Cool. Ist ja legitim. Ne? Ja. Ja, ist schon geil. Finde ich eine geile Sache. Und so dein YouTube-Kanal, warum machst du so deinen YouTube-Kanal? Wie bist du da drauf gekommen zu sagen, okay, ich mache mal YouTube und zeige den Leuten, dass ich 1,95 groß bin? Da muss ich überlegen, warum? Also, also ich habe den YouTube-Kanal aufgemacht früher, also bevor ich Videos rausgebracht habe. Und das war wirklich dann die Zeit, wo ich dann dem Sascha oder dir oder wer war damals noch, Mischa aus Rastatt, glaube ich, Pinnuckel, ich habe mir die alle angeschaut und habe von denen gelernt. Ich war totaler Anfänger. Ich konnte auf einer Platte Gleise aneinander stecken und das war bei mir nichts anderes, genau. Das war's und ich habe so viel von euch gelernt, sei es Holzbau, mit der ganzen Digitaltechnik, mit dem Train-Controller vor allem. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ja. Und mein Ziel war es, weil ich vor der MOBA mehr so mit Modellbussen, Modell-LKWs und so, mit meinen Decals und so, war das meine Idee, okay, ich habe das bei denen gelernt und jetzt können die vielleicht auch was bei mir lernen, ich gebe ihnen was zurück. Absolut, ja. Sehr geil. Und das war dann trotzdem irgendwie ein bisschen schief gelaufen, weil ich dann trotzdem, wenn ich dann was gemacht habe, war es quasi nur von meiner MOBA. Aber ja, ich versuche in Zukunft da ein bisschen... Naja, ich meine, du hast 16 Videos gemacht und sagen wir mal, du hast jetzt die letzten 5, 6 Jahre, das ist natürlich nicht allzu viel, aber Masse ist ja nun mal nicht alles. Ne? Ja. Und du hast ja eben auch selber gesagt, Zeit ist natürlich auch nochmal so eine relevante Ja, genau. Und dann, und ich finde, die Videos, die sollen dann auch ein bisschen was gut aussehen und ja, dass man was erkennen kann. Oder das muss nicht super professionell sein, aber es soll schon so sein, dass der andere gegenüber sagt, das will ich mir anschauen. Ja. Und das braucht natürlich auch sehr viel Zeit. Ja. Ich glaube,
er hatte den auch im Interview, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, der hat gesagt, er verbringt fast mehr Zeit mit YouTube-Videos machen als mit seiner MOBA. Ja. Und das soll bei mir nicht der Fall sein, also auf keinen Fall. Nein, das ist ja, aber ich habe auch zum Louis gesagt, als wir telefoniert hatten, wenn ich baue, das soll so eine Gewohnheit werden. Wisst ihr, einfach die Kamera, es steht alles hier, Stativ, es steht hier, ja, es ist klar, ich muss nur die Kamera einschalten und filmen. Aber dann baut man, dann ist man schon so weit und dann denkt man, hätte ich jetzt die Kamera angeschaltet und ja, aber wie gesagt, ich versuche mir das anzuwöhnen. Ja, guck mal, was da kommen noch mehr Videos und auch regelmäßiger. Guck mal, was da kommt. Ja, sind wir schon so weit jetzt? Ja, Steve, wir sind schon so weit. Was möchtest du uns denn für die Zukunft, für unser Zwei-Rheinländer-Projekt mit auf den Weg geben? Gefällt dir das? Würdest du was anderes machen? Ja, ich musste schmunzeln. Damals, als ich Basketball gespielt hatte, hatten wir auch eine Spielerin, die machte genau das Gleiche. Das heißt, sie interviewte Spieler und der Spieler musste dann vorschlagen, wer als nächstes kommen sollte. Okay. Ja, das heißt, das Format, das kannte ich schon irgendwie. Ja, ich finde das mega, dass ihr das macht. Und ich denke, es nimmt euch ja auch ein bisschen was an Zeit in Anspruch. Es ist ja auch ein bisschen was vorzubereiten. Also das habe ich ja jetzt mitbekommen. Und was ich schade finde, ist, dass eben mit dem ganzen C-Virus, das wäre natürlich geiler gewesen, ihr wäret jetzt hier, ne? Aber da von der Logistik her, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das normalerweise gemacht hättet. Würdet ihr nach Luxemburg reisen, um den Steve aus Luxemburg seine Mutter zu sehen? Der Plan war, dass wir zu den Leuten hinfahren. Aber das hat sich jetzt wir hatten ja die ersten 3, die hatten wir ja schon im Osten in der Republik. Das hätte mehr gekostet an Spritgeld. Ja, genau. Ja. Aber es gibt so, anders formuliert. Also hingefahren wäre ich zu allen, glaube ich, Louis, ne, die wir hatten. Die waren bisher alle super interessant. Alle. Aber so, da waren schon super Highlights dabei, wie du jetzt. Also da, glaube ich, hätte ich mich echt ins Auto gesetzt und hätte gesagt, na, fahren wir mal hin. Wobei wir ja da vielleicht nochmal dran kommen. Es soll ja vielleicht eine Weiterentwicklung geben. Also wir grübeln über ein weiteres Format nach, sagen wir mal so. Ja. Also das Format ist jetzt auch oft bestätigt worden und das findet man wohl offensichtlich sehr gut. Und von daher haben wir gesagt, dann machen wir es weiter. Solange wie es angenommen wird, solange wie die Leute es gut finden, machen wir das weiter. So. Ja. Und heißt ja nicht, dass wir nicht noch irgendein anderes Format daneben aufbauen könnten. Ja, genau. Also der grundsätzliche war, dass wir da hinfahren. Ne? Okay. Das war einmal mal so gedacht. Ja, dann sind wir so ziemlich am Ende, Louis, oder? Ja, genau. Lieber Steve, ich sag mal so, gleich bleibst du bitte noch mal in der Leitung. Ich möchte von dir ja noch was erfahren. Ne, das nehmen wir aber jetzt nicht auf. Wir wollen ja nicht so viel verraten jetzt hier. Und ich darf an der Stelle jetzt einfach mal sagen, lieber Steve, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier auch mal, sag ich mal, hinter den Kulissen mal ein bisschen was von dir preisgegeben hast. Ja, also demnächst, wenn man dann irgendwie noch mal vielleicht eine öffentliche Veranstaltung, wir hatten ja jetzt vor kurzem einen und du bist dann auch mal da, dann weiß ich halt, dass ich nach oben gucken muss und nicht nach unten. oder ich nehme noch einen Arm, Steve, geht ja auch. Ja, genau. Aber höher. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ich auch. Unheimlich Spaß gemacht. Ja, mir auch, danke. Ja, also ich schließe mich da den Worten von Louis an. Ich würde mich auf jeden Fall mal freuen, dich persönlich irgendwo mal kennenzulernen. Vielleicht ja beim nächsten Treffen oder vielleicht auch mal früher, wenn man mal in der Ecke ist, dass man mal anruft und sagt, hier, pass auf, so und so sieht das aus, Louis und ich, wir sind jetzt mit Familie in der Ecke. Wir würden einfach mal klingeln kommen. Weißt du, wie gesagt, ich war letztens auch beim Chris 1:160, weil wir in Berlin waren bei meiner Tochter und hatte den Kurs angebimmelt. Ja, sagt er, komm ran und hatten wir auch eine schöne Stunde auf 2 und das ist immer so was Spontanes, ist immer klasse. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass wir dich interviewen durften, dass du bei unserem Format mitgemacht hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Euch beiden. Es hat mich sehr gefreut. Ich war wirklich sehr froh. Super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Was soll ich sagen? Basketball, luxemburgische Bundesliga,
Da war ich ja jetzt doch ein wenig erstaunt. Gut, 1,92 Meter, ich kenne viele Menschen, die groß sind, aber er, da weiß ich zumindest mal, dass ich später nach oben gucken muss, wenn ich ihn irgendwann mal persönlich begegnen werde. Weil der Steve ist mit Sicherheit auch eine Person, die ich gerne persönlich mal kennenlernen möchte. Leute, wer den Kanal vom Steve noch nicht kennt, also S-Scale noch nicht kennt, der schaut bitte mal unten in der Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr den Link zu seinem Kanal. Schaut bitte mal vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in naher Zukunft noch vieles Interessantes auf dem Kanal zu sehen geben wird und dass er uns mit dem einen oder anderen noch überraschen wird. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.